somit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Joscha und Dexter auf Tour Video. Ich habe heute schon eine richtige Odyssee hinter mir, da ich mir verschiedene Gelände angeguckt habe, auf denen ich Potenzial filmen kann, möchte. Und so richtig funktioniert, so richtig grün bin ich damit nicht geworden. Und deshalb habe ich die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, auf meinem Heimweg nochmal eben hier vorbeizufahren. Und dieses hier, das ist der ehemalige Standortübungsplatz, beziehungsweise hier lediglich, in Anführungsstrichen, das ehemalige Übhaus dessen mit Nebengebäude der Pommern-Kaserne in Fürstenau. Stand auch schon immer auf meiner Liste, bin ich da aber mangels Gelegenheit nie zugekommen, aber heute hat sich das ganz hervorragend angeboten. Und ja, da ich das letzte Übhaus, was ich gefilmt habe, das habe ich ja nur von außen gefilmt, das war am Lohner Sand, dem ehemaligen, ich glaube, Lingener Standortübungsplatz. Ja, und jetzt nehmen wir mal die Gelegenheit beim Schopfe noch, um es nochmal zu sagen. Wir, na toll, was Tolles wieder gefunden da. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Ich habe da Nachfragen bekommen. Wie sieht denn das aus in so einem Übhaus? Zeig das doch mal. Und ja, das kann man natürlich hier wunderbar zeigen, weil das ist entsprechend alles begehbar. Und ja, jetzt schauen wir uns das mal an. Gehen wir mal hier durch. Ich muss nur hin und wieder den Hund auf den Arm nehmen, weil sonst funktioniert das hier nicht. Hier liegt wirklich viel Geröll. Wenn man hier mal so reinschwenkt, ist also alles ja, zerkloppt auch. Ne? Das heißt, hier sieht man auch klar, das wurde alles mal verklinkert. Ne? Muss man nicht machen, aber hier hat man ein bisschen Geld investiert. Der Klinker ist allerdings komplett in eins hier abgebrochen. Und wo der ganze Kalksandstein hierher kommt, weiß ich auch nicht. Hier vorne scheint mal auch eine Mauer noch drin gewesen zu sein. Vielleicht ist die da rausgebrochen worden und liegt das jetzt so aus. Ah ja, genau, hier war auch mal irgendwas. Da war definitiv mal irgendwie auch so ein kleiner Raum wahrscheinlich noch mit eingebracht. Ja, so, die ganze Bude hier sieht verwegen aus. Verwildert, richtig klasse eigentlich. Richtige Brache, da gehen wir jetzt mal drauf. Aber ich muss erst jetzt den Hund mitnehmen, weil sonst rennt er mir gleich hier durch den Schutt hinterher. Da habe ich keinen Bock drauf. Also kommst du unter den Arm. Komm mal her. Hey, hier bleiben. Hier. Zauber. Ist wirklich sehr, ja, sehr frech heute. So. Ja, wir gehen da mal rein. Jetzt noch schön auf die Fresse legen dabei. Dann haben wir 6 richtige. Ach, guck mal an, hier war auch noch eine Mauer drin. Da kommt das also alles, das ganze Zeug her. Da ist auch was rausgekloppt. Ja, der untere Bereich, hier hat es auch mal drin gebrannt, gehe ich von aus. Ja, da kann man schon mal noch ein bisschen durchluken. Hier ist diese wunderbare Treppe. Da sieht man auch richtig toll die Schalung. Oh, pass auf. Und hier gehen wir jetzt durch. Wenn das die ganze Scheiße... Ne, einbrechen wird das nicht. Ich denke, dass diese Betondecke hier uns noch tragen wird. Da wird nichts passieren. Hier ist so ein Dachstuhl angedeutet. So, den setze ich mal hier runter. Du bleibst hier, in dem guten Glauben, dass er nicht runterspringt. Ja, so sieht die Bude von oben aus. Das Konstrukt filme ich euch hier mal eben ab. Da oben hat man es mit entsprechenden Verbinderschrauben zusammen montiert. Und dann haben wir auch noch verschiedene Elemente. Das heißt, einmal haben wir hier noch so eine Querverstrebung. Die ist dann entsprechend hier auf dieser Seite nicht mehr vorhanden. Hier haben wir noch 2 Öffnungen im Boden. Ja gut, durch die eine kann man runter gucken, quasi so eine Art Kamin. Ja, das ist hier das, ja, wie soll man das nennen? Garagengebäude, Nebengebäude. Von oben auf jeden Fall. Das sind ganz nette Eindrücke, vor allen Dingen, weil man hier auch
trotz des hohen Baumbewuchses natürlich wieder einen anderen Ausblick hat oder auch andere Eindrücke vom Gelände gewinnen kann. Das wurde hier auch ganz lange mal als Offroad-Strecke ja, vermietet, nicht verdingst. Ich weiß es nicht, wie heißt das? Ja, man konnte das also mieten, ne? Man konnte hier fahren mit seinem Fahrzeug. Das ist aber mittlerweile alles eingestellt. Wird auch in Zukunft nicht mehr stattfinden. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Ding habe ich jetzt ausgiebig abgefilmt hier. Hier ist nochmal, was ich auch mal geil finde, diese Geländer hier, ne? Wenn sich das so von der Natur dann zurückgeholt wird. Das sind einfach klasse Eindrücke. Hier geht die Treppe wieder nach unten. Ja, ich nehme jetzt den Hund und dann werden wir uns da drüben im Hauptgebäude wiedersehen. Da waren noch deutlich ein paar Fahrspuren zu erkennen der vorherigen Nutzung hier. Das war allgemein sowieso auch, ich meine auch, hier wurden Kraftfahrer ausgebildet auf SPZ Marder, so wie ich das gehört habe. Also es war schon immer ein Fahrschulgelände hier mit entsprechender Anlage und dieses Übhaus. Da gehen wir jetzt mal rein. Wir werden uns da mal umschauen, was da so abgeht. Also von vorne rein. Vorne ging schon rechts hoch, da gehen wir gleich mal rein. Hier haben wir also den ersten Raum. Gebäude betreten, links rum. Dann haben wir hier den zweiten Raum. Teilweise sind hier Gitter angebracht. Die waren aber, ich denke, auch zu Übzwecken schon. Ja, das wird schon Bundeswehrnutzung alles gewesen sein. Das hat man nicht, glaube ich, nicht versucht hiermit zuzumachen, würde ich sagen. Dann haben wir hier noch einen Kellerabgang. Da kümmern wir uns gleich noch mal drum. Und ja, so entsprechend sind hier dann diese einzelnen Räume angelegt. Es wird halt einfach ein Wohnhaus im weitesten Sinne dabei nachempfunden. Und letzten Endes übt man hier natürlich das Eindringen und Besetzen solcher ganz normalen Häuser, ja? Standardhäuser, Standardbauweise, eben für den Orts- und Häuserkampf, um da schon mal eine Vorabausbildung zu machen. Eine richtig gute Orts- und Häuserkampfausbildung, die kann man natürlich dann in so Orten wie Bonnland in Hammelburg machen. Da hat man dann richtige Infrastruktur mit alter Schule, Kirche und so weiter und so fort. Ja, so, jetzt gehen wir aber erstmal hier hoch und schauen mal eben, was uns da oben noch erwartet. Psst, komm mal hier. Ich lasse das jetzt hier in 1 durchlaufen. So sieht das aus. Oh, ich glaube, ein Hubschrauber. Gut. Dann den oberen Bereich. Oh, das könnte wohl sein, dass der von der Raumaufteilung her genauso ist wie die unteren Bereiche. Da wird sich jetzt nichts tun. Ich will trotzdem mal eben einmal grob durch. So, hier nochmal rum. Können wir mal eben rausschauen. Da das Nebengebäude. Und dann haben wir hier nochmal diesen kleinen Raum. Ja, da fehlt auch schon Wand, die ist auch raus. Ja, was ich gesehen habe, wir können nochmal eine Etage höher gehen. Da haben wir noch einen richtigen Dachboden. So. Hier haben wir auch ein richtiges, ist das? Ein richtiges Gebälk, ne? Solide Zimmermannsarbeit mit wunderbaren Asbestplatten, denke ich, ne? Gehe ich jetzt mal stark von aus. So, das ist interessant hier. Das ist nämlich krumm. Das ist ein krummer Kamin. Ich habe sowas noch nie gesehen, aber ich bin auch weder Bauunternehmer noch bin ich Schornsteinfeger oder sonst irgendwas. Ich kann nicht sagen, was das für eine Bauart ist.
oder was das hier andeuten soll, warum das so ist. Vielleicht ist das auch gar kein Kamin, vielleicht ist das einfach nur just for fun. Also wer sich da auskennt und mir vielleicht den technischen Hintergrund sagen kann, warum das so aussieht, wie es aussieht, wäre ich dankbar. Man lernt immer wieder was Neues dazu. Nochmal einen Blick nach draußen. Und dann haben wir hier am Giebel auch noch ein Fenster. Da können wir auch noch mal eben rausschwenken nach links. Und nochmal nach rechts aufs Nebengebäude. Jo, jetzt mache ich die Kamera nochmal aus. Denn wir gehen jetzt nochmal, also nicht nochmal, wir gehen jetzt erstmalig in den Keller und schauen mal, auf welche Schutt und Asche wir da treffen. Aber besonders toll wird das da sicherlich nicht aussehen. Gut, bis gleich. So. Ja, ich habe den Hund wieder auf dem Arm, so ist ein Handlauf auch. Deswegen werde ich jetzt die Kameraführung einfach nur so machen. Taschenlampe unter der Kamera und dann gehen wir hier mal runter. Hier ist noch Panzerband angeklebt aus den Seiten. Dann haben wir hier einen Raum. Ach, guck mal an. Mit Licht. Was ist das denn nochmal? Ja. Dann geht es hier weiter. Auch alles angezündet, hier rumgekokelt. Lichtschacht, meine Herren. So, dann haben wir da auch. Wir haben hier überall Lichtschächte. Eigentlich brauchen wir hier. Oh, ich muss den Hund absetzen, sonst fällt mir der Arm ab. So, eigentlich brauchen wir hier gar keine. Schon bald gar keine Taschenlampe. Lass uns mal so auf uns wirken. Na gut, das ist natürlich ein bisschen dunkel hier alles. Ja, hier steht irgendwas dran, wie immer. Ja, also der Inhalt hier ist halt Schutt, ne? So, hier haben wir noch so eine Treppennische. Hier auch dieser kleine Raum. Also vom Grundriss her ist das hier auch genauso wie der Rest. Das tut sich nichts. Das ist alles das Gleiche. Nur, dass wir hier noch einen Ausgang haben. Hier bleiben. Ah, hier liegen irgendwelche Dinosaurierknochen rum. Ja, da vorne, das sind glaube ich noch Elemente. Das ist doch bestimmt hier das Sofa aus dem Führerbunker, ne? Gehe ich doch stark von aus. Das hat man natürlich hier hingebracht und das hier entsorgt. Ja, das wird so sein. Ja, so ist das hier. Und jetzt warten. Gehen wir hier wieder raus. Hund auf den Boden. Kamera noch mal drehen. Der Kellerabgang. Ja. Das war's. Das war's gewesen. Das war das Übhaus auf dem ehemaligen Standortübungsplatz der Pommern-Kaserne in Fürstenau. Schön, dass ich es nochmal abfilmen konnte, wobei ich nicht glaube, dass hier irgendwelche Maßnahmen geplant sind. Ich glaube, das wird alles so bleiben, wie es ist. Warum sollte man die Bude hier auch abreißen? Ne? Die stört ja hier nicht wirklich. Man kann natürlich jetzt noch über den Übungsplatz gehen und hier noch ein bisschen schauen. Aber ja, ich glaube, man findet vielleicht noch die eine oder andere Stellung hier, aber so, dass da noch irgendwelche anderen Sachen wären, irgendwelche Betonelemente, ist mir nicht bekannt. Wir haben auf der anderen Seite des Platzes auf jeden Fall noch eine Standort-Munitionsniederlage. Die ist allerdings gerodet worden. Oder sagen wir so, die Munitionsniederlage an sich ist nicht gerodet worden, aber die darauf befindlichen Bäume, die sind weg. Das ist total kahl da, die ist auch nicht sehr groß und die ist auch nicht zugänglich. Also das ist auch, wenn ich hier demnächst noch mal filme, dann filme ich da mal einmal drüber her. Aber das ist jetzt kein Goldstück, was man unbedingt gesehen haben muss. Und wie gesagt, man kommt auch nicht drauf. Okay, bevor ich mich jetzt hier totlaber, beende ich das Video. Danke euch fürs Zuschalten und wir sehen uns wieder, wenn es dann heißt
Joscha und Dexter auf Tour. Bis dahin alles Gute und ciao. Ach, zum Kotzen, ey. Was ist das alles behindert wieder, ey? Was genau mache ich hier eigentlich? So.